Hallo, ich bin's Ian. Ich möchte euch heute das Buch Afrokultur, der Raum zwischen gestern und morgen von Natasha A. Kelly vorstellen. Die Autorin hat in diesem Buch das große Feld der schwarzen deutschen Geschichte, Gegenwart und Zukunft in 3 Themenbereiche aufgeteilt. Das Inhaltsverzeichnis bietet einen guten Überblick, was in diesem Buch behandelt wird, deswegen werde ich es euch kurz vorlesen und meine Anmerkungen dazu machen. Nach der Einleitung, die es offensichtlich gibt, geht es weiter mit dem ersten Themenbereich schwarze Wissensreproduktion in Deutschland. Hier hat die Autorin 3 schwarze Autoren herausgesucht, die sie vorstellt. Einmal Du Bois, dann Audre Lorde und dann Maya Yim. Die 3 ausgewählten Autorinnen sind offensichtlich sehr bekannte Autorinnen, von denen ich auch schon gehört hatte. Aber ich fand es hier interessant, einfach nochmal gezeigt zu bekommen, welche speziellen Ideen sie in den Diskurs gebracht haben und welche Auswirkungen sie im gesellschaftlichen und akademischen Bereich hatten. Der zweite Themenbereich in diesem Buch ist Deutschland postkolonial mit den Unterthemen zur postkolonialen Forschung in Deutschland und Dekolonialität als Zukunftsperspektive. Hier geht es hauptsächlich um die Forschung, also wie sieht es an Universitäten und Hochschulen aus. Da ich Soziologie studiert habe, fand ich es sehr interessant und konnte auch einiges damit anfangen. Insgesamt war ich ein bisschen überrascht, dass es quasi nur darum ging. Und damit kommen wir zum dritten und letzten Themenbereich, koloniale Entwahrnehmungsgeschichten. Dieser Bereich ist in 3 Themen aufgeteilt: sprachliche Kolonialität, Entnennen und Enterwähnen. Dem zweiten Bereich visuelle Kolonialität, Entsehen und Entvisualisieren. Dieser Bereich hat 2 Unterkapitel: Diskontinuitäten in kolonialen Bildreproduktionen und einen Exkurs, die schwarze Frau im visuellen Kolonialdiskurs. Das letzte Thema in diesem Bereich ist kognitive Kolonialität, Entäußern und Entinnern. Das klingt alles etwas kompliziert und auf jeden Fall akademisch, und es sind auf jeden Fall auch wissenschaftliche Theorien, die beschrieben werden. Aber ich fand das Kapitel besonders praktisch, weil es einfach hier darum geht, wie unser Sehen, unser Sprechen und unser Verständnis bisher kolonialrassistisch geprägt war. In Bezug auf das Sehen zeigt die Autorin zum Beispiel, wie altrassistische Fotos gemacht und interpretiert wurden, um dann aber auch Gegeninterpretationen oder auch subversive Inhalte aufzuzeigen. Es geht hier aber nicht nur um geschichtliche Sprach-, Bild- und Wissensproduktion, sondern auch um die heutige. Und klar geht es hier um die rassistischen Kontinuitäten, aber nicht nur, sondern sie zeigt auch Möglichkeiten auf, wie mit diesen gebrochen werden kann. Was für mich auf jeden Fall ein sehr alltagsnahes, praktisches Thema ist. Insgesamt war ich am Anfang von der wissenschaftlichen Sprache überrascht. Von dem Cover und dem Titel hatte ich eher so alltagssprachliche Texte über schwarze deutsche Geschichte und Gegenwart und Zukunft erwartet. Aber nachdem ich mich darauf eingestellt habe, hat mir dieses Buch auf jeden Fall sehr gut gefallen. Mir hat die Mischung von den Themen gefallen, und auf dem Buchrücken zum Beispiel steht, dass die Autorin versucht, Theorie und Praxis miteinander zu verbinden, und besonders im 3. Kapitel hat mir diese Verbindung auf jeden Fall sehr viel gebracht. Etwas anderes, was ich an diesem Buch auch sehr zu schätzen weiß, ist, dass die Autorin sehr viele TheoretikerInnen und allgemein BuchautorInnen benannt hat, sodass ich mir sehr viele neue Bücher aufgeschrieben habe, die ich in nächster Zeit oder so lesen möchte. Das war auch schon meine kurze Zusammenfassung von diesem Buch. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Und wenn ihr dieses Buch gelesen habt, würde mich sehr eure Meinung dazu interessieren. Und zum Beispiel auch, welche Idee ihr davon mit in euren Alltag oder in eure Arbeit nehmen konntet. Damit möchte ich mich von euch verabschieden. Bis bald!